Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist die Familienvermögens GmbH, manchmal auch einfach nur Familien GmbH genannt. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zur normalen GmbH? Wie ist das mit der Gewerbesteuer oder mit der Erbschaftssteuerfreiheit? Diese und weitere Fragen dazu stellt mir heute Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater in Hamburg. Ja, Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Ich hoffe, ich habe die richtigen Fragen mitgebracht. Und meine erste ist, glaube ich, die einfachste. Was ist denn überhaupt eine Familienvermögens GmbH? Ja, das ist, wie der Name schon sagt, also es ist auf jeden Fall eine GmbH. Aber üblicherweise sind da nur Familienmitglieder dran beteiligt und innerhalb der Gesellschaft gibt es nur Vermögen. Okay, es geht ja immer um Steuern, ne? Wird die Familienvermögens GmbH genauso besteuert wie eine normale GmbH? Ja, also vom Grunde her gibt es überhaupt keine Unterschiede. Es ist eine GmbH, du hast 30% Steuer, also 15% Körperschaftssteuer und bummelig 15% Gewerbesteuer. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch. Ich habe mal was von Gewerbesteuerfreiheit gehört. Wie ist das? Ja, also Gewerbesteuerfreiheit gibt es, wobei formell gibt es die nie. Es ist eine Gewerbesteuerpflicht, die gibt es immer nur, wenn es um Erträge aus Immobilienvermögen geht. Dann werden diese Gewinne nicht der Gewerbesteuer unterzogen. Dann hast du tatsächlich nur 15% Körperschaftssteuer und insoweit kannst du natürlich sagen, ja, ich habe eine Gewerbesteuerfreiheit, die wie gesagt formell keine ist, nur diese Gewinne daraus werden nicht der Gewerbesteuer unterzogen. Du hast ja auch die Erbschaftssteuer erwähnt, was hat es damit auf sich? Ja, Erbschaftssteuer ist einfach, gibt keine Begünstigung. Man hat sicherlich mal gehört, wenn man zu mehr als 25% an einer GmbH beteiligt ist, dann kriegt man die Begünstigung für Unternehmensvermögen. Das ist nur bedingt richtig, wenn nämlich das Vermögen selber nur Verwaltungsvermögen hat, wie zum Beispiel Immobilienvermögen und Finanzanlagevermögen, das gilt als Verwaltungsvermögen, gibt dann doch wieder keine Befreiung. Also insoweit kann man dort auf keine Befreiung hoffen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich das alles höre, also ich habe wenig Vorteile gehört, warum macht man das denn überhaupt? Das kann man eigentlich nur gestalterisch entscheiden, warum das Sinn macht oder nicht. Ja. Ein großer Vorteil haben natürlich Leute, die hohe Immobilienerträge haben, wegen den nur 15% Besteuerung. Und selbst wenn du die Gewinne noch ausschüttest und hast noch die Ausschüttungsbelastung, 25%, allerdings ja nur noch auf 85%, weil 15% sind ja schon abgezogen für Körperschaftssteuer, dann kommst du ja nur auf 21% plus die 15% sind 36%. Es gibt einfach Leute, die haben 42 oder 45% schon aus anderen Einkunftsquellen an Steuersätzen. Dadurch kann man das natürlich hervorragend kappen. Und ob die dann das Vermögen auch ausschütten, das weiß man nicht. Aber dann ist natürlich der Knaller, wenn sie nur 15% Steuern zahlen und im Übrigen auf das Geld gar nicht angewiesen sind. Das kann man natürlich dann dadurch erreichen. Würde man dann sagen, dass so eine Familienvermögens GmbH eigentlich mehr Nachteile als Vorteile hat? Was sind denn die Nachteile? Ja, die Nachteile sind ganz klar die Veröffentlichungspflicht. Also man muss tatsächlich auf den Tisch packen, was geht? Ja, es wird veröffentlicht beim Bundesregister, Bundeszentralregister. Und wenn man gut googeln kann, kriegt man heute jede Beziehung zwischen Personen und Gesellschaften zusammen. Dann googelt man noch ein bisschen im Bundesanzeiger und zack hat man die Bilanz auf dem Tisch. Das ist der Nachteil schlechthin. Ne? Okay. Kann man allerdings umgehen, dass man die GmbH nur als Vehikel benutzt und da letztendlich das in eine OHG packt. Aber das ist eine andere Gestaltungsvariante der Familienvermögens GmbH. Ja. Daneben, dass du natürlich Buchführung machst und einen Jahresabschluss machen musst, den du normalerweise so, wenn du das nicht in eine Familienvermögensgesellschaft einbringst, nicht machen müsstest. Auf der anderen Seite, man muss das immer beides miteinander vergleichen, weil der Steuervorteil ist ja nun mal auch da und der ist in der Regel, und nur dann würde man das auch ehrlich gesagt machen. Ja. Wenn der höher ist als alles, was an Installierungskosten, also um diese Familienvermögens GmbH überhaupt zu installieren hat und natürlich auch für Folgekosten entstehen, wenn das überwiegt, dann machst du das einfach. Ne? Ja, Thomas, ich sehe schon mal wieder ein sehr komplexes Thema, wo ich alleine gar nicht klarkomme. Da brauche ich auf jeden Fall einen guten Partner und den habe ich ja Gott sei Dank mit dir. Wenn Sie sich auch für dieses Thema interessieren sollten, lassen Sie sich bitte nicht alleine von den 15% nur Körperschaftssteuer blenden. Denken Sie an viele andere Punkte, unter anderem die Veröffentlichungspflicht. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Thanks for watching.